sich aufmachen und unterwegs sein, Neues entdecken, Grenzen erfahren und über diese hinausgehen, sich selber kennenlernen, frei sein. Danach sehnten wir uns. Und was könnte diese Sehnsüchte besser vereinen als eine Weltreise auf dem Fahrrad? I'm dreaming of a warm and blurry night, drinking beers by the river, and the moon shines so bright. Come on a ride with me, oh, along the sea, without a destiny. Come on and feel the breeze, we don't need no sleep. Come on and follow me. Follow me. Follow me. Wir fuhren los, unerfahren und untrainiert, aber voller Tatendrang und Motivation. Wir kämpften uns durch Regen und Wind durch den kältesten April seit 40 Jahren. Bitter kalt gerade. Alles nass. Lockdown herrschte. Somit hatten wir keine Chance auf Unterkünfte oder Campingplätze. Wir zelteten also wild bei Minusgraden oder aber schliefen an sehr ungewöhnlichen Orten. Wer hätte das gedacht, einmal eine Nacht im Gewächshaus zu verbringen? So ein Nomadenleben auf dem Rad von 0 auf 100 war nicht immer leicht und vieles überforderte uns. So knapp 4 Stunden jetzt gebraucht, um uns fertig zu machen. Ich sag mal so, es ist noch leicht verbesserungswürdig. Fabian hat gerade gemerkt, als er sich aufs Fahrrad setzen wollte, dass seine gepolsterte Radunterhose wohl falsch rum angezogen wurde. So, da läuft er und zieht sich nochmal um. Hast du mal zugelacht? Das ist so scheiße, dass es schon wieder ein bisschen lustig ist. Doch bei all der Überforderung, bei allem Neuen, was wir zu lernen hatten und bei all der Anstrengung, waren wir doch glücklich. Glücklich und frei. Wir fuhren über 1000 Kilometer durch Deutschland, bis wir entlang der Elbe nach Tschechien einfuhren. Jetzt berge ich jetzt. Willkommen auf einer Radreise. Es gibt Höhenmeter, die zu fahren sind. Das ist der Velo 7. Was? Ja, stopp, halt an. Tschechiens Hügel- und Wegbedingungen waren definitiv eine Herausforderung für uns, aber wir sind daran gewachsen. Tschechien zeigt sich für uns bisher mit sehr, sehr vielen Höhenmetern. They say it's a matter of time, 1,000 days and the sun won't shine before I come back to you. When I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. Nach der Fahrt durch Lockdown Deutschland hatten sich die Reisebestimmungen geändert. Wer Grenzen passieren wollte, musste geimpft sein. Das funktionierte für uns nur in Deutschland. Da man nicht über 3,5 Tonnen kommen dürfen. Ich will sagen, das Gepäck nehmen wir mit, ihr fahrt mit dem Bus. Frisch geimpft fuhren wir nochmals los, diesmal Richtung Westen, durch Holland und Belgien. Die wiedergewonnene Freiheit durch die Impfung beflügelte uns, trotz undichten Zelt und weiteren Pannen. Formidable! Formidable! In Frankreich fanden wir unseren Radreise-Spirit, unseren Rhythmus und unsere Einheit. Hier fanden wir vollkommen in den neuen Lebensstil hinein. Ganz so ruhig blieb es natürlich nicht, denn Spirit hin oder her, Herausforderungen gab es trotzdem für uns zu Genüge. Oh bébé, oups, mademoiselle. Aber auch diese Herausforderungen bestätigten uns nur noch mehr, wie sehr wir dieses Abenteuer leben wollten. Wir blieben auch nicht lange allein und lernten viele besondere Menschen kennen. Alle, alle, alle.
Frankreich barg viele neue Erfahrungen für Avec uns. son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Unser erster Pass stand an. Wenn wir nach Spanien wollten, mussten wir über die Pyrenäen. Doch vor diesem höchsten Punkt unserer Reise erfuhren wir zunächst den allertiefsten. Bei Fabian wurde ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert. Sollte nun alles vorbei sein, wo es doch gerade erst so richtig begonnen hatte? Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Et ce manteau revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. Fabian sollte sich schonen und langsam machen, aber die Ärzte gaben grünes Licht. Und bei 1000 Höhenmetern auf nur 12 Kilometer rollten wir sowieso sehr langsam über die Pyrenäen nach Spanien ein. Hier begann nochmal ein ganz neues Kapitel und wir ließen uns schnell von den zahlreichen Pilgern mitreißen und ohne dass dies jemals geplant gewesen wäre, hieß unser temporäres Ziel nun auch Santiago de Compostela. Den Jakobsweg mit dem Fahrrad zu meistern, war nicht immer einfach und wir hatten einige harte Tage dabei. Darkness falls across the land, and I'd do anything just to hold your hand. With the angels singing, son, come on through, while I fly through the night to get home to you, home to you. Aber wir waren auf Hochleistungskurs. Mittlerweile leichter, fitter, schneller und stärker. In Nordspanien lieferten wir unsere Bestform ab und fuhren so einige Gebirgszüge, die die Pyrenäen als kleine Hügel erscheinen ließen. Selbstbewusst fuhren wir erwartungsvoll in unser mittlerweile 7. Land ein: Portugal. Portugal war unser Soul-Land. Wir haben es von der ersten Sekunde und dem ersten gefahrenen Meter geliebt. Wir wurden tiefenentspannt und zu richtigen Genießern. Gefiel uns ein Ort oder ein Strand, blieben wir einfach dort, egal was der Tacho sagte. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet, sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. Genau hier könnten wir uns vorstellen, einmal alt zu werden. Doch bis das soweit ist, entdecken wir lieber noch viele weitere Orte, in die wir uns vielleicht verlieben. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to Algarve wechselte zu Andalusien. Doch kaum fuhren oder schwammen wir die ersten Meter in Südspanien, kündigte sich erneut ein gesundheitliches Problem an. Eigentlich waren wir gerade auf dem Weg ins Krankenhaus.
zu schaffen und allmählich auch Sorgen machten mir andauernde Schmerzen in der Brust. Nach etlichen Untersuchungen dann der Schock. Die Spanier meinten auf Röntgenaufnahmen zu sehen, dass etwas mit dem Herzen nicht stimmt. Fold down your hands, give me a sign, put down your lies, Wir flogen sofort nach Hause. lay down next to me, don't listen when I scream, bury your doubts and fall asleep. Find out I was just a bad dream. Innerhalb einer Woche in Deutschland wurde klar, was auch immer die Spanier gesehen haben wollten, es war jedenfalls nicht bedrohlich. Meinem Herzen ging es gut. Einfach nur dankbar über diese Nachricht setzten wir unsere Reise sofort fort. Mittlerweile war es Winter geworden und wir beschlossen, diesen auf den Kanaren zu verbringen. Auf der Insel des ewigen Frühlings erkundeten wir zunächst den grünen, hügeligen Norden und erklommen das Anaga-Gebirge. And I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. Auf Teneriffa wurden wir zu wahren Höhenmeterfressern. Denn unmittelbar nach unserer einsamen Fahrt durchs Gebirge erneuerten wir den höchsten Punkt auf unserer Reise bis auf 2300 Meter und bezwungen Spaniens höchsten Berg, den Teide. Mit minus 12 Grad erlebten wir hier auch die bisher kälteste Nacht. Doch all die Anstrengung und Strapazen, die Kälte, die Hitze und der Wind machten uns nichts aus, denn wir waren genau da, wo wir sein wollten, mitten im Leben und spürten das pure Abenteuer. Wir waren unterwegs, wir entdeckten Neues jeden Tag, wir gingen an unsere Grenzen und definierten diese mehrmals neu. Doch in einer Sache vom Anfang des Videos müssen wir uns revidieren. Eine solche Reise ist nicht dazu da, sich selber kennenzulernen. Sie ist dazu da, sich selber zu kreieren. Wer immer du sein willst, sei es und leb danach. Follow me. Zurück auf dem Festland lockte nach einem Abstecher nach Gibraltar der afrikanische Kontinent. Nach 2 Jahren kompletter Isolation öffnete Marokko seine Flugstrecke, nicht aber die Fähren. Somit entschlossen wir uns, dieses Land ohne die Räder zu bereisen. Mitten in Marrakesch arbeiteten wir in einem Riad-Hotel und erkundeten dann das Land auf eigene Faust. Hier erlebten wir viele Höhen und Tiefen, aber dazu mehr in einer eigenen Doku. Endlich wieder vereint mit unseren Rädern, ahnten wir nicht, dass dies die Freuden der letzten beiden Tage unserer gesamten Radreise sein werden. Unmittelbar nach diesen Szenen werden 2 aufeinanderfolgende Anrufe aus der Heimat alles verändern. Schlagartig schalten wir in den Funktionsmodus und schafften es innerhalb von 48 Stunden aus den Bergen Andalusiens nach Deutschland zu fliegen. Jetzt war nicht die Zeit für Abenteuer und Freiheit. Jetzt war die Zeit für Familie, Trost und Hoffnung.
Ja, ihr habt es gesehen, es ist mittlerweile fast ein Jahr vergangen. Es geht allen wieder gut. Genau, es geht Mittlerweile. allen wieder gut. Ja, das war ein Und, Schrecken. Und wir haben euch jetzt mit diesem Video mal durch unsere gesamte Radreise im Schnelldurchlauf geführt. Bevor der große Abbruch kam, haben wir uns ja gerade dazu entschieden, noch länger zu reisen. Es war ja eigentlich nur ein Jahr geplant. Ja. Und wir wollten ja mal gucken, wo wir hinkommen in einem Jahr mit dem Fahrrad. Ja, zusammenfassend sind es 9 Länder geworden. Korrekt. Und knapp 10.000 Kilometer, nicht ganz, aber es hört sich natürlich schöner an, 10.000 zu sagen. Und im Mai fahren wir wieder los. Versuch der Fahrradweltreise 2.0. Ja, und wir wissen auch noch nicht, wo es überhaupt lang geht. Hauptsache wieder los. Passt ja eigentlich zu uns. Ne? ganz Wahrscheinlich egal. werden wir erst entscheiden, in welche Richtung wir fahren, an dem Tag, wo wir losfahren. Also erstmal vielleicht, ja, wir fahren wieder los und wir freuen uns so sehr, diese Entscheidung endlich getroffen zu haben und sie auch ja, treffen zu können. Viele Monate hingen wir in der Schwebe und es war echt nicht einfach. Auf jeden Fall die Doku darüber, über unsere Reise, über die Länder, über die Radreise, über das, was wir erleben, das geht natürlich weiter und wir hoffen, dass wir einige mit diesem ja, zusammenfassenden Video jetzt von der Reise, was bisher eigentlich geschah, was überhaupt passiert ist, warum wir abbrechen mussten und vor allem, dass es jetzt wieder frisch und munter losgeht. Ja, dass wir euch ein bisschen abholen konnten, was jetzt der Stand der Dinge war. Jetzt sind wir halt wieder quit and go und alles ist wieder gequittet. Wir haben immer noch dieselben Fahrräder. Ah, Fabi, die größte Änderung. Wir haben kein Time Limit mehr. Achso, ja, Open End diesmal, ne? Ja, Ja, wer weiß. Wir können so lange reisen, wie wir wollen, beziehungsweise bis das Geld halt leer ist. wir haben diesmal keine lizenzfreie Musik gewählt, sondern GEMA-Musik. Dieses Video wird daher nicht monetarisiert. Wir haben das, wie gesagt, gemacht, um viele von euch ja mal wieder abzuholen, auf den neuesten Stand zu bringen. Und es war halt auch ein sehr emotionales Video für uns, ein sehr ja, persönliches Video auch tatsächlich. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, genau die Musik verwenden zu wollen, die wir auch dafür brauchen. Das nächste Mal, wenn ihr uns seht, dann sind wir wieder auf unseren Fahrrädern. Und ja, ab Mai 2023 geht's los. Ja, wir freuen uns über jeden, der wieder mit dabei ist, über jeden, der neu dazustößt und ja, haut in die Tasten, was wollt ihr wissen, was interessiert euch, schreibt uns Kommentare und Dann sehen wir uns bald auf dem Fahrrad wieder. Mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Come on, follow your